Hallo ihr Lieben zusammen zum Vollmond-Orakel. Ich gucke mit dem keltischen Kreuz, was der Vollmond uns zu sagen hat oder was für eine Botschaft dahinter ist. Und ich bin gespannt. Alle Infos findet ihr in der Infobox oder in der Beschreibung des Videos. Ui. Okay, da geht es vielleicht um eine schnelle Wende. Da geht es vielleicht auch um eine Ernte oder um etwas, was uns möglicherweise verletzt hat. Okay. Und diese Ausgangssituation ist für uns eigentlich bestens, denn das, was uns hier mal schnell verletzt hat, was hier Spuren hinterlassen hat oder das uns immer mal wieder auch piekt, das mit hier sehr viel Unruhe oder Ärgernis oder ja, Angespanntheit und Gequatsche hier auch sich anzeigt, das wird hier auch schneller gehen, als uns lieb ist. Also das kann weg. Es wird ruhiger. Eine Aufregung verschwindet. Das kriegen wir noch. Ja, das ist etwas, das ist uns bewusst, was hier als Ausgangssituation gezeigt wird. Das kommt von außen, das tut dir weh, das kannst du aber nicht kontrollieren und das zeigt dir vielleicht auch auf, wie viel Macht das Außen auf uns hat. Und vielleicht ist die Ausgangssituation auch eine, die du nicht kontrollieren konntest, wo vielleicht auch andere etwas anders gesehen haben als du und es dich hier ein bisschen überfahren hat. Und auf der unterbewussten Ebene weißt du einfach, dass etwas Klärungsbedarf hat. Da muss Klarheit her, da steht man irgendwo im Nebel. Da weiß man vielleicht auch nicht so richtig, wie man damit umgeht. Hier zeigen sich zwei Dinge. Also erstens mal geht es um eine Situation, die betrifft deine Emotion. Ja? Sprich, was kann man mit dir machen? Mit wem steht und fällt deine Welt? Von was lässt du dich auch nicht mehr beeindrucken? Also es geht um ein Gefühl der Verletzung, die von außen kommt. Ne? Und das Problem ist halt einfach, wie wappnet man sich dafür in die Zukunft? Wie geht man mit solchen Situationen um, die man nicht kontrollieren kann? Also dieses Aufklärende oder so einen Plan suchen wird hier aufgezeigt. In der nächsten Zukunft oder in der näheren haben wir hier schon das Wachstum, die Stabilität. Hier beruhigt sich die Energie, es geht langsam aufwärts. Du kannst aus einer stabilen Position raus agieren. Du spürst deine Wurzel auch wieder mehr. Anderes Szenario in dieser Legung sind die Finanzen. Vielleicht kam von außen irgendetwas, was dich finanziell getroffen hat. Ich meine, gut, die Finanzen und das Außen sind zurzeit sowieso ein Thema. Und du fragst dich halt, wie geht es in der Zukunft weiter? Wie geht es weiter im Punkto Wachstum? Ja, in der eigenen Position oder aus der eigenen Sicht nehmen wir uns vielleicht sehr loyal wahr oder wir haben das Gefühl, dass wir uns eigentlich treu bleiben wollen in unseren Verhaltensweisen. Aber irgendwie merken wir, ne, das geht so nicht, da braucht man eine andere Art, die Dinge zu lösen, um dann wieder weiterzukommen. Das Umfeld sieht uns vielleicht auch so distanziert, ne, dass wir ja für uns gucken, dass wir versuchen weiterzukommen für uns, dass wir uns da sehr treu bleiben. Also sprich, du baust vielleicht nicht so auf Freunde oder auf die Menschen, die dir hierzu was sagen könnten, sondern
guckst, wie du für dich deine Dinge wieder ans Laufen bringst und hier diesen Schrecken oder diese Verletzung oder dieses Überfahrenwerden auch beiseite legst und wieder in Fahrt kommst. Vielleicht bist du auch nicht richtig greifbar für das Außen oder man nimmt dich so wahr, dass du viel unterwegs bist oder nach deinen Dingen guckst, was ja auch durchaus nicht verwerflich ist. Möglich wäre hier natürlich, Freunde mit ins Boot zu holen. Aber das muss halt jeder selber wissen, wie er seine Taktiken so verändert, dass er im Leben einfach steht für sich und das Außen einen nicht so umwerfen kann. So, die Hoffnungen und Ängste. Das sind wir selbst. Das ist ja schon mal witzig, ne? Also das geht hier nicht die Frage, wer oder was, Freund mit ins Boot oder nicht, sondern die Entscheidung, die hier anliegt, ist, dass man selbst nicht den richtigen Weg wählt. Nicht das, was die anderen machen, ne? Die Hoffnung besteht vielleicht auch daran, dass wir uns stabilisieren, dass wir unsere Wurzel spüren, dass wir das auch nicht von anderen abhängig machen, sondern dass wir selber dafür sorgen. Das ist ja schon mal ganz genial. So, jetzt guckt euch das an. Diese zwei Karten beschreiben praktisch das zukünftige längere Ergebnis. Ja, und hier haben wir das Gegenüber. Wir haben vielleicht auch ein Familienthema hier mit dabei. Es könnte darum gehen, ältere Beziehungen, Finanzen, die noch mit älteren Beziehungen zu tun haben oder mit Ex-Beziehungen. Wie ging man in deiner Familie mit dem Thema Geld um, versorgt sein, Urvertrauen? Und hier darfst du dir natürlich überlegen, wie viel du investierst. Ich nehme jetzt mal den Mann als gebenden Teil. Und wie viel du noch annimmst, ne? So diese ausgleichende Sache hier von Geben und Nehmen. Möglicherweise, das ist jetzt ein Szenario, das ergibt sich hier erst aus dem Endergebnis. Hier unten haben wir noch die Wege. Also es geht darum, Wege zu finden, Chancen zu nutzen zur Veränderung, Optionen zu wählen, bei dem man seinen eigenen Mann stehen kann, seine eigene Größe leben kann. Und eventuell geht es auch hier um Unabhängigkeit von anderen oder von Partnern oder auch finanzielle Unabhängigkeit. Für manche hat es vielleicht eine rein emotionale Qualität. Da geht es viel um Vaterthemen oder es geht darum, zwischen zwei Stühlen zu sitzen. Da hier der Baum liegt, ist es vielleicht auch ein Lebensthema, das uns der Vollmond hier aufzeigt. Aber wir können da in Zukunft unsere eigene Größe leben und ja, aus uns selber schöpfen und haben vielleicht das Thema Unabhängigkeit ein bisschen mehr bewerkstelligt und unseren Weg da gefunden, der uns dann auch in die Veränderung bringt. Oder auf den richtigen Weg, könnte man auch sagen. Auf einen besseren Weg. So, guckt mal, hier haben wir den Frosch, da geht es um das Thema Erneuerung. Und wir haben den Wassergeist, da geht es darum, Träume zu manifestieren. Ja, und bei der Froschkarte werden wir halt auch darauf hingewiesen, dass es zum Beispiel 3 Entwicklungsstadien gibt, bis der Frosch ausgebildet ist, die dann auch wieder für Auferstehung, Transformation und Erneuerung stehen. Und möglicherweise ist es auch so, dass man hier schon einen gewissen eine Teiletappe hat und es fehlt noch so der Rest, bis man sich hier wieder rundum erneuert hat. Hier geht es tatsächlich um tiefgreifende Erneuerungsprozesse. Da kann man auch jetzt endlich mal anfangen. Vielleicht verlief es in der Vergangenheit anders als geplant, sagt der Frosch noch.
Aber wenn wir hier so weitermachen, wie wir es immer getan haben, kommen wir halt auch keinen Fatz weiter irgendwo, ne? Man muss die Dinge mit einem anderen Plan probieren, ein anderes Verhalten an den Tag legen und gucken, wie man so Schritt für Schritt diese Stadien durchläuft, die wieder in die eigene Größe führen. Im Übrigen ist der Frosch natürlich auch in China zum Beispiel ein starkes Zeichen für Wohlstand oder Glück. Eine gewisse Flexibilität, eine Änderung von Glaubenssätzen ist hier auch mit dabei. Und es geht darum, dann das zu manifestieren, ne, auf einen langen Weg auch zu bringen, was man sich hier Stadium für Stadium erarbeitet hat. Hier steckt natürlich auch ein bisschen beim Manifestieren der Gedanke dahinter, was verdient man vom Leben oder was glaubt man zu verdienen, ne? Und man kann auch nicht das aussitzen und warten, bis alles von alleine besser wird, sondern am Ende müssen wir was tun. Vielleicht richten wir uns erstmal auf die Dankbarkeit aus für das, was wir haben. Natürlich haben wir mit dem Wasser hier tatsächlich auch das Thema Emotion, Gefühle wieder ins Fließen zu bringen und den Fluss des Lebens nicht anzuhalten durch irgendwelches Zögern oder Zweifeln. Das würde dem sehr entsprechen, dass man hier aufsteht, die eigene Größe lebt. Wunderbar. Dann nehmen wir noch eine Karte, die uns aufzeigen könnte, wo ein bisschen Genesung herkommt oder einen kleinen Tipp auch enthält. Hier habe ich gleich zwei bekommen. Also einmal haben wir Verletzlichkeit ist eine Stärke und das andere ist, komme mal aus dem Denken heraus wieder mehr ins Fühlen. Also vielleicht überanalysiert man hier auch etwas oder ist sehr stark damit beschäftigt, dass man drüber nachdenkt und denkt und denkt und denkt und genau dadurch behinderst du den Fluss des Lebens, anstatt das mal zu fühlen und den Gefühlen freien Lauf zu lassen. Unten haben wir noch den göttlichen Zeitplan. Also wir kommen hier an eine Entscheidung, an eine Stufe unseres Weges, wo wir durchaus bewusst sind, dass alles eben auch geschieht, wenn es dran ist. Und wenn du es auch noch 10-mal vermeidest, irgendwann präsentiert sich das Thema wieder und überrollt dich vielleicht umso mehr. Okay, was haben wir jetzt noch vom Gesang der Vögel? Die Lerche. Und die Lerche sagt uns, ich bringe dir Unbeschwertheit und Freiheit. Ein angenehmes Liebeserlebnis kündigt sich an. Als Botschafter zwischen den Welten verkündige ich dir Informationen aus der oberen Welt. Okay, ihr Lieben, das lassen wir jetzt mal so stehen. Ich wünsche euch einen schönen Vollmond. Ich drücke euch und bis bald.